Ich glaube, es ist soweit. Mein AdBlue Tank ist leer. Ich habe komische Anzeigen im Display. Ich zeige dir euch mal. FST AdBlue niedrig. Nachfüllen nötig. Und dazu erscheint hier unten dieses Symbol. Das soll wohl eine Auspuffgaswolke und darunter so eine Welle dann irgendwie darstellen. Das haben die sich als Piktogramm für den AdBlue Stand jetzt einfallen lassen. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich kann mir einen Kanister besorgen. Ich habe das jetzt schon ein-, zweimal machen müssen. Kanister hat mir immer nicht so gut gefallen. Das ist ziemlich umständlich, denn der Tank ist nicht ganz klein. Das sind 19 Liter, die hier in den Fiat Ducato 2,3 Liter hineinpassen in diesen Tank. Und man weiß vorher nicht exakt, wie viel ist denn jetzt tatsächlich auffülltechnisch erforderlich. Das zeige ich euch jetzt heute hier in diesem Video. Wie viel geht denn eigentlich rein, wenn die Anzeige frisch angesprungen ist? Also die ist bei mir jetzt ziemlich frisch angesprungen. Ich habe nicht viele Kilometer, seitdem das jetzt das erste Mal aufgetaucht ist, gefahren. Ich habe auch noch nicht den Warnhinweis, das kommt dann als nächstes, dass dann irgendwann der Bordcomputer einem dann eine Kilometerzahl angibt, dass er sagt, so, du darfst jetzt nur noch so und so viele Kilometer fahren. Keine Angst, in einer Urlaubsreise, das ist dann durchaus noch vierstellig, der Kilometerbetrag, den man dann noch fahren darf. Aber man sollte das nicht ignorieren. Denn wenn dann irgendwann dieser Kilometerstand dann abgelaufen ist, diese 1500 Kilometer oder was es dann nachher konkret ist, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe es eben noch nicht gehabt, dass mir der Countdown runtergezählt worden ist. Ich habe das auch nur aus anderen Foreneinträgen. Es soll aber dann so sein, wenn der Kilometerstand verbraucht ist, dass das Fahrzeug sich dann nicht mehr starten lässt. Wir haben hier auf der Fahrzeugaußenseite unter der Tankklappe, habt ihr garantiert alle schon längst gesehen, dann hier diesen Tankstutzen AdBlue, der ist bei mir jetzt unverschlossen. Dahinter ist so eine kleine Metallklappe. In den Anfangszeiten soll es da durchaus Probleme gegeben haben, dass man die mit einem Rüssel nicht tief genug reinkam, nicht aufbekam. Und dann natürlich das, was man an AdBlue eingefüllt hat, dann daran wieder zurückgeschwappt ist und man sich die ganze Sauerei hier dann über den Lack hat laufen lassen. Es ist Harnstoff, es greift jetzt nicht unmittelbar den Lack an, aber das ist natürlich, es kristallisiert aus, das heißt, es gibt hier ganz hässliche Flecken auch auf dem Plastik, das sollte man vermeiden. Ich habe jetzt tatsächlich heute hier eine Tankstelle gefunden, bei der man AdBlue ganz regulär an der Säule tanken kann. Das heißt, ich habe die einmalige Gelegenheit, statt jetzt mit Kanister zu hantieren und so grob abzuschätzen, wie viel geht denn da noch rein, dass ich jetzt hier wirklich einfach mal an der Tanksäule das AdBlue auffülle und dann auch exakt weiß, wie viel Liter gehen denn tatsächlich rein, wenn die Anzeige relativ frisch anspringt. Und dabei nehme ich euch mit. Wo ich gerade auf der Tankstelle bin, gucke ich doch gleich mal nach der Luft. Ich habe hier unten schon angeschlossen und er zeigt mir 5,4. Auf der Hinterachse fahre ich tatsächlich 5,5. Da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Und dieser Kompressor schafft das auch. Danke für diesen Service. Solltet ihr auch immer regelmäßig nachgucken, denn ein zu niedriger Luftdruck kann zum Reifenplatzer führen. Jetzt fahren wir an die AdBlue-Säule. Da ich jetzt hier gleich an eine Tanksäule heranfahre, darf ich nicht vergessen, meinen gasbetriebenen Kühlschrank, Absorberkühlschrank, jetzt auch auszuschalten. Kann auch gleich so bleiben. Ich lade ihn eh gleich leer. Und dann geht es jetzt an die AdBlue-Säule. Und da kommt die Säule ins Bild. AdBlue. Der Diesel ist mir ehrlich gesagt aktuell zu teuer. Aber AdBlue für Pkw und für Lkw. Der Unterschied ist nur die Fördermenge. Versucht das nicht mit einer Lkw-Anlage. Das könnte sein, dass euch das ganz gewaltig zurückschießt. Machen wir den AdBlue-Hahn auf. Den anderen schieben wir uns ein bisschen aus dem Weg. Schnappen uns den Pkw-Haken.
Da seht ihr hier vorne auch das kleine Nozzle. Ziehen uns ein bisschen Schlauch raus, dass wir auch ein bisschen Länge haben. Und stopfen es komplett rein. Und es geht los. Ja, hier muss man festhalten. Wir sind jetzt bei 2 Euro oder 1,5 Litern. Jetzt haben wir die 2 Liter. Auch AdBlue ist teurer geworden. Sind wir mal gespannt. 19 Liter, wie gesagt. Fast dieser Tank insgesamt. Jetzt sind wir schon bei 12,5 Litern. 13 Liter, fast exakt. Kurz nachschießen kann ich noch auf 13,1 und dann ist aber auch wirklich Ende. Jetzt nehmen wir den vorsichtig raus hier. So, da haben wir den drin. 1,48,9 pro Liter. 19,55 Euro hat mich der Spaß jetzt gekostet und 13,13 Liter haben wir reingekriegt. Eigentlich kann man sagen glatte 13 Liter. 19 Liter war das Fassungsvermögen. Das heißt, wir sind jetzt bei 6 Litern Restmenge gewesen, die da noch drin waren. Das hätte uns durchaus noch eine ganze Strecke weit gebracht. Aber irgendwann, wie gesagt, wäre der Countdown losgegangen. Schauen wir nochmal nach den Dieselpreisen, den aktuellen da vorne. 1,99,9. Ach, ein kleiner Splash und Dash machen wir auch noch. Wenn man glatte Beträge tanken will, das schafft man eigentlich nie. So, und jetzt kann ich das drinnen an der Kasse bezahlen. Dafür muss ich euch nicht mitnehmen, da bleibt ihr hier. Nachdem ihr AdBlue aufgetankt habt, nicht direkt losfahren. Es heißt, man soll den Motor auf Zündung stellen und 2 Minuten warten, damit er jetzt überhaupt erstmal erkennen kann, dass der Stand höher ist. Aber die Warnleuchte ist quasi jetzt schon sofort weg gewesen und auch der Warnhinweis wird mir überhaupt nicht mehr eingeblendet. Mir scheint, der Bordcomputer hat das längst erkannt. Gott sei Dank steht auch keiner bei mir jetzt, der hier auf diese Zapfsäule wartet. Das heißt, ich kann mir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Dann zeige ich euch jetzt noch mal einen anderen Trick, wo wir gerade dabei sind. Das habe ich selber jetzt. Hier an der Seite haben wir ja die Menütasten. Und da kann man jetzt einige Sachen machen. Wenn ich jetzt hier auf Mode gehe, dann habe ich hier oben das Menü und kann mit den Lichttasten, die sind jetzt eigentlich dafür da, um die Lampe höher oder tiefer zu stellen. Als Blendschutz, aber da ist auch noch ein Pfeil als Piktogramm drauf, den kann ich jetzt ebenfalls benutzen und kann damit durch das Menü gehen. Ich kann das Einstellen, Beenden auswählen, Beifahrer-Airbag kann ich schalten, den Service kann ich abfragen, der ist ja gerade gewesen, das können wir mal machen. Er sagt jetzt also, in 46.707 Kilometern ist der nächste Service. Da könnt ihr also sehen, wie viel von den 48.000 ich jetzt seit dem Service gefahren bin. Nochmal raufdrücken, geht es weiter im Menü. Ich kann die Lautstärke der Meldung stellen, ich kann die Sprache auswählen. Das stimmt ja alles. Auch die Maßeinheiten sind hier richtig ausgewählt. Aber hier gibt es den Punkt Autoclose. Den kannte ich noch nicht. In Bewegung ein schalte ich mir jetzt an. Und damit sollte er gleich beim Losfahren, Datum kann ich noch einstellen, Uhr einstellen, Trip B mit aktivieren, Summer für die Geschwindigkeit, so ein Warnsummer kann man sich einstellen, die Helligkeit kann man sich einstellen und jetzt kann ich die Einstellung beenden. Wenn ich jetzt gleich losfahre, wird sich bei ca. 5 km/h die gesamte Schließanlage abschließen. Das heißt, die Fahrertür, Beifahrertür, die Schiebetür und auch die Hecktür wird dadurch automatisch geschlossen. Finde ich eine sehr pfiffige Geschichte. Habe ich jetzt neulich gerade bei dem Servicewagen, bei dem Doblo, dann gemerkt, dass der das hat. Und da bekam ich unter das Video einen entsprechenden Kommentar. Vielen Dank für den Tippgeber, dass das bei meinem Ducato ganz genauso einstellbar ist. Ich habe daraufhin mal ein bisschen im Menü geguckt, habe das gesucht und gefunden und jetzt habe ich die Autoclose-Funktion auch. Wir werden es jetzt gleich dann in der Fahrt erleben, wie das dann da aussieht.
dass es dann sich auch verschließt. Das Gute daran finde ich, wann immer ich jetzt irgendwo einen kurzen Zwischenhalt mache an der Tankstelle oder irgendwas und ich brauche noch mal hinten was raus oder meine Mitfahrer steigen aus und dadurch sind die Türen plötzlich offen. An der nächsten Ampel könnte sich auch ein Dieb hinten zu schaffen machen, schnell die Tür aufreißen, irgendwas auf die Schnelle da hinten rausreißen. Dadurch, dass es bei jedem Losfahren sich wieder alles automatisch verschließt, ist diese Möglichkeit eigentlich ausgeschlossen. Da kommt die Funktion auch her, dass bei Lieferfahrzeugen so sichergestellt werden sollte, dass der schnelle Zugriff zum Laderaum da nicht einfach so möglich ist. Pfiffige Geschichte, finde ich toll, dass ich das gefunden habe. Finde ich toll, dass mir ein Tippgeber von euch in den Kommentaren diesen Tipp gegeben hat. Dafür nochmal ganz herzliches Dankeschön. Auch sonst sind eure Kommentare immer wieder bereichernd. Also lasst mir auch gerne unter dieses Video eure Kommentare. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch wirklich klappt. So, ein Warnhinweis bekomme ich jetzt nicht mehr, nachdem ich erneut starte. Ist auch die Lampe aus. Und wir haben jetzt umgestellt. Das heißt, wenn ich jetzt gleich losfahre, sollte es gleich Klack machen. Und wenn ihr dieses Klack hört, bin ich schneller als 5 km/h. Ich fahre jetzt mal ganz bewusst recht langsam erstmal an die Ausfahrt heran. So, jetzt geht's los. Habt ihr es gehört? Da war das automatische Klacken. Diese Funktion hat also einwandfrei gearbeitet. Mein AdBlue-Vorrat ist jetzt auch wieder komplett aufgefüllt. Das heißt, ich habe da jetzt wieder 19 volle Liter drin und damit die maximale Reichweite, was jetzt AdBlue angeht. 1,50 ist halt der aktuelle Preis. 1,49 genau war es pro Liter. Das kostet es auch in den Kanistern. Und es ist doch wesentlich angenehmer, über so eine Tanksäule das Ganze zu bedanken. Wenn ihr also die Anzeige bekommt, es soll jetzt AdBlue aufgetankt werden, ihr müsst nicht sofort den nächsten Kanister euch greifen, nur weil die Tankstelle, an der ihr dann gerade seid, keine solche Tankanlage hat für AdBlue. Die werden immer mehr, die werden immer häufiger, man findet sie an immer mehr Tankstellen, sodass man das dann doch über die Tanksäule viel, viel angenehmer sich eintanken kann. Und meistens ist es auch sogar kostengünstiger als die Ware, die im Kanister dann zur Verfügung steht. Vom Handling her viel angenehmer. Die Kanister darf man dann auch nicht vergessen, das sind dann oftmals wirklich 20 Liter Kanister, habe ich schon gekauft auf einer Tankstelle. 20 Liter, das sind auch 20 Kilo, die man da anheben und die ganze Zeit halten muss. Es geht, ich kriege das hin, aber angenehm ist anders. Denn es dauert ja auch eine ganze Zeit lang, bis das dann durch den Tankeinfüllstutzen dann auch tatsächlich reingelaufen ist. Dann kommt das Problem mit dem Rüssel, dass der gegebenenfalls am Kanister nicht 100% abdichtet, dass da also irgendwo ein bisschen was dann ja aus dem Gewinde austritt, habe ich schon erlebt. Oder dass man einen Rückstoß bekommt, dass die Entlüftung nicht gut funktioniert, man da also entsprechend dann das AdBlue Schwappen hat. Das alles ist mit dieser Tankanlage viel, viel einfacher, viel, viel besser möglich. Von daher empfehle ich euch, oh, ich brauche einen Blendschutz. Von daher empfehle ich euch, dass ihr euch da dann doch eine entsprechende Tankstelle raussucht. Ihr habt die Zeit. Wir haben jetzt eben gesehen, die Warnung kam, als noch 6 Liter Restmenge drin gewesen sind, was also ja etwas mehr als ein Viertel der ursprünglichen Füllmenge ist. Da hätte ich also noch locker 2000 Kilometer, denke ich mal, mindestens Luft gehabt, bevor da jetzt wirklich mal ernsthaft etwas los gewesen wäre, dass der Computer dann irgendwann gesagt hätte, ich lasse den Motor jetzt nicht mehr starten. Da braucht ihr euch also nicht unter Druck zu setzen. Die 6 Liter Restfüllmenge, die erlauben euch dann noch viel Flexibilität. Wenn ihr dann eine gute Tankstelle gefunden habt, macht das gleich viel mehr Spaß. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Hier auf meinem Kanal Travel With Me geht es überwiegend um Wohnmobilreisen, aber auch sonstige Reisen in die ganze Welt hinein. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.